Dies ist keine Geschichte über Romeo und Julia. Ist Ihnen jemals aufgefallen, wie viele würdige, talentierte und großherzige Menschen in jungen Jahren aus dem Leben scheiden? Manche Menschen, die gerade erst die Schwelle ihres 20. oder 30. Lebensjahres überschritten haben, verlassen plötzlich diese Welt. Oft scheint es, als hätte es keine Anzeichen für das bevorstehende Unglück gegeben. Sie lebten, arbeiteten und schmiedeten Pläne für die Zukunft, wie alle anderen auch. Doch Unglück, Krankheit oder kriminelle Handlungen stören den gewohnten Ablauf und diejenigen, die einst vielversprechend, intelligent und entschlossen waren, sind nun nicht mehr da. In dem Versuch, Trost zu finden oder aus Hilflosigkeit angesichts der Situation wird oft gesagt, dass der Himmel die Besten zu sich holt. Dieselbe Tragödie traf Jamie und Peter James. Keiner von ihnen konnte sich vorstellen, welchen Schrecken sie erleben würden, als sie ihre geliebte Tochter beerdigten. Am 26. Oktober 2023 gegen 4:30 Uhr morgens schickte der Direktor der St. Andrews Cathedral School im Zentrum von Sydney eine E-Mail an alle Schüler und Eltern, in der er mitteilte, dass die Schule aufgrund eines kritischen Vorfalls bis zum Ende der Woche geschlossen bleiben werde. 2 Stunden später erhielten die besorgten Familien eine weitere Mitteilung. Die Verwaltung versicherte, dass keiner der Schüler zu Schaden gekommen sei. Dennoch war die Nachricht beunruhigend, insbesondere nachdem klargestellt worden war, dass diese Anweisung nicht für Absolventen galt, die Prüfungen ablegen mussten. Für diejenigen, die sich wegen der Situation Sorgen machten, wurde psychologische Unterstützung angeboten. Bald darauf wurde in der Schulbibliothek ein rund um die Uhr geöffnetes Beratungszentrum eingerichtet. Am Donnerstag und Freitag wurden die Schulgebäude und das angrenzende Gelände von Forensikern gründlich untersucht. Der Zugang zur Turnhalle wurde eingeschränkt und der angrenzende Duschbereich sollte abgerissen werden. Was war also für ein schreckliches Ereignis innerhalb der Schulmauern passiert? Um Mitternacht am 25. Oktober 2023 wurde die Leiche einer Frau gefunden. Sie war zuletzt gegen 19 Uhr lebend gesehen worden. Die Wasserballtrainerin betrat die Duschen der Turnhalle und kam nicht mehr heraus. Überwachungskameras zeichneten auf, wie ihr gegen 20 Uhr jemand folgte. Der Verfolger ging allein und begab sich anschließend zum Ausgang der Schule. Die Eltern der Frau schlugen als erste Alarm wegen ihres Verschwindens. Lily James hatte sich den ganzen Tag nicht gemeldet und gegen 22 Uhr schickte sie eine Nachricht mit der Bitte, sie von der Arbeit abzuholen. Glücklicherweise hatte die Polizei bereits von der Situation erfahren und übernahm die Kontrolle über den Fall. Der Nachtwächter, der sein Revier abging, wurde Zeuge einer schrecklichen Szene. Die Frau lag mit einem Schädelbruch in einer Blutlache auf dem Boden. Nachdem er sich von dem ersten Schock erholt hatte, rief er den Notdienst. Später luden die Ermittler einen Freund der Familie ein, um die Leiche zu identifizieren. Das Gesicht der Frau war so entstellt, dass sie kaum zu erkennen war. Nachdem die Nachricht von ihrem Tod bekannt wurde, füllte sich ihr Haus mit Menschen. Freunde, Nachbarn und Bekannte kamen, um die trauernde Familie zu unterstützen. Auch die Anwohner drückten ihre Trauer und ihren Respekt für die früh verstorbene junge Frau aus, indem sie ständig Blumen und Spielzeug brachten und das Gebiet um das Haus in eine Gedenkstätte verwandelten. Dieser mysteriöse Tod war jedoch nicht die einzige Intrige in diesem Fall. Ein weiterer tragischer Verlust ereignete sich am 27. Oktober gegen 8 Uhr morgens, nur 11 Meilen vom Ort des ersten Verbrechens entfernt. Die Überreste eines Mannes wurden gefunden. Diese traurige Entdeckung machten Verkäufer, die in der Nähe arbeiteten. Die Leiche wurde auf den Felsen des Diamond Bay Conservation Reserve unweit des östlichen Vororts von Sydney entdeckt. Nach einem Anruf bei der Polizei wurde umgehend ein Rettungsteam zusammengestellt. An der Operation waren eine Pioniereinheit, die Marineinfanterie und ein Rettungshubschrauber beteiligt. Gegen 15:30 Uhr wurde die Leiche des Mannes geborgen und zur Identifizierung zu den Gerichtsmedizinern gebracht. Aufgrund der Verletzungen, die er sich durch den Sturz aus großer Höhe zugezogen hatte, war eine visuelle Identifizierung nicht möglich, sodass zu diesem Zweck Fingerabdrücke verwendet wurden. Zu diesem Zeitpunkt vermuteten die Experten bereits die Identität des Mannes, doch zur endgültigen Bestätigung waren weitere Untersuchungen erforderlich. Schließlich wurde der Mann als der 24-jährige Paul Thiessen identifiziert, der des Verbrechens an Lily James verdächtigt wurde. Die Ermittler standen vor einer schwierigen Aufgabe.
Sie mussten eine Verbindung zwischen den beiden tödlichen Vorfällen herstellen und herausfinden, was sich zwischen diesen Menschen einige Tage zuvor abgespielt hatte. Lilje wurde im Mai 2002 in der Küstenstadt Sans-Souci in New South Wales, Australien, geboren. Sie war das erste und geliebte Kind der harmonischen Familie James. Besonders ihre Großmutter mütterlicherseits, Barbara, liebte sie sehr. Lilje verbrachte ihre Kindheit mit ihrem jüngeren Bruder Max am Meer. Sie war sehr aktiv und ausdauernd und schwamm leidenschaftlich gern. Ihr Vater, Trainer einer Wasserballmannschaft an einer anglikanischen Mädchenschule in Hurstville, unterstützte das Interesse seiner Tochter. Freunde erinnerten sich daran, dass sie kontaktfreudig und freundlich war, gute Leistungen in der Schule erbrachte und denen half, die Schwierigkeiten hatten. Diese Eigenschaften machten sie zum Liebling vieler und sie war nie allein. In der Oberstufe wurde sie aufgrund ihrer Leistungen in Schule, Sport und im sozialen Leben als eine der besten Schülerinnen anerkannt. Was auch immer sie anpackte, sie war stets erfolgreich. Ihr unglaubliches Talent, in allen Bereichen zu überzeugen, war unbestreitbar. Lilje interessierte sich auch für die darstellende Kunst, was sie dazu veranlasste, sich in Theater- und Tanzclubs zu engagieren. Mit der Zeit wurde das talentierte Mädchen entdeckt und zur Teilnahme am berühmten Woodford Folk Festival eingeladen, einem der größten jährlichen Events in Australien, das von etwa 125.000 Menschen besucht wird, darunter lokale, nationale und internationale Gäste. Die Veranstaltung findet in der Regel vom 27. Dezember bis zum 1. Januar statt und feiert das neue Jahr mit einer breiten Palette von Genres und Stilen wie Zirkus, Kabarett, Comedy, Straßenaufführungen, Meisterklassen, Debatten und vielem mehr. Lilje entschied sich für eine einzigartige Interpretation des Monologs aus William Shakespeares Macbeth. Während ihres Auftritts kamen ihre Fähigkeiten, ihr natürliches Charisma und ihre Ausstrahlung voll zur Geltung und wurden mit beispiellosem Applaus sowie der Anerkennung der Jury belohnt. Sie belegte den 2. Platz in der Kategorie Theater, was ein echter Erfolg und eine große Leistung war, da sie nicht nur Anerkennung, sondern auch ein beträchtliches Preisgeld erhielt. Im Jahr 2018 fügte die junge Frau James ihrer Sammlung eine weitere Errungenschaft hinzu. Sie bestand die Führerscheinprüfung für Fahranfänger. Auch ihre sportlichen Erfolge verdienen besondere Aufmerksamkeit. Sie trat in die Fußstapfen ihres Vaters und begann, professionell Wasserball zu spielen. Die Sportlerin gewann den Meistertitel im Schwimmen in der Kategorie bis 17 Jahre. Ihre Eltern waren begeistert von den Erfolgen ihrer Tochter und feierten jede ihrer Leistungen. Am Ende der Oberstufe hatte Lilje ihre Entscheidung für die Zukunft endgültig getroffen und sich auf ihre Sportkarriere konzentriert. So schrieb sie sich im Jahr 2020 an der Technischen Universität Sydney ein, um einen Bachelor-Abschluss in Sportmanagement zu erwerben. Im Jahr 2021 kam es zu einer schicksalhaften Begegnung in ihrem Leben. Um ihr Studentenleben abwechslungsreicher zu gestalten und Lehrerfahrung zu sammeln, nahm sie eine Stelle als Wasserballtrainerin an der St. Andrews Cathedral School an. Dank ihrer Jugend, ihrer strahlenden Persönlichkeit und ihrer Liebe zum Sport fand sie schnell eine gemeinsame Sprache nicht nur mit ihren Kollegen und der Schulleitung, sondern auch mit den Schülern. Diese schlossen sich ihr an und versuchten, ihren Standards zu entsprechen, während sie ihrerseits bemüht war, einen einzigartigen Ansatz für jeden Schüler zu finden und etwas Besonderes an ihm hervorzuheben. Genau zu dieser Zeit lernte Lilje den neuen Cricket- und Hockeytrainer Paul Teasey kennen. Mit seinen beruflichen Fähigkeiten und seinem auffälligen Aussehen zog er schnell die Aufmerksamkeit seiner Umgebung auf sich. Der ehrgeizige junge Mann unterrichtete neben seiner Haupttätigkeit auch halbtags an einer anderen Bildungseinrichtung und war Mitglied der Eishockeymannschaft der University of New South Wales. Paul war zweifellos sehr beliebt, insbesondere bei den weiblichen Zuhörern. Die Meinungen über ihn waren jedoch geteilt. Einige beschrieben ihn als stolz und stur, andere hoben seine positiven Eigenschaften hervor. Anfangs war die Beziehung zwischen Lilje und Paul freundschaftlich und beschränkte sich auf gegenseitige Begrüßungen, doch später entwickelte sie sich zu etwas Größerem. Liljes Freunde erzählten, dass der junge Mann sie eines Tages zu einem Date eingeladen hatte. Angesichts von Pauls strahlendem Lächeln fiel es ihr schwer zu widerstehen, und sie willigte ein. Das Date hinterließ bei beiden einen starken Eindruck, und sie beschlossen, sich wiederzusehen. Ohne zu ahnen, mit wem sie eine Beziehung begann,
verliebte sich Lilie dank ihrer Freundlichkeit und Offenheit. Es schien, als würde Paul ihre Gefühle erwidern. Er überschüttete sie mit Komplimenten, schenkte ihr Blumen und organisierte romantische Abende. Zu diesem Zeitpunkt vereinbarten die beiden, dass niemand in der Schule, insbesondere keine Mitschüler, von ihrer Beziehung erfahren durfte. Das war eine Vorgabe der Schulpolitik und entsprach Lilies persönlicher Überzeugung. Sie wollte nie, dass ihr Privatleben in der Öffentlichkeit stand, deshalb verhielten sich die beiden bei der Arbeit äußerst vorsichtig. Mit der Zeit verbreiteten sich jedoch Gerüchte. Aus anfänglichem leisem Geflüster wurde eine offene Diskussion. Als Lilie herausfand, wer ihre Beziehung offenbart hatte, war sie zutiefst enttäuscht. Es stellte sich heraus, dass Paul ihre Vereinbarung gebrochen hatte. Darüber hinaus führte die Art und Weise, wie er sie beschrieben hatte, zu einer Verurteilung der jungen Frau. Lilie fühlte sich betrogen und gedemütigt. Also sagte sie Paul offen, was sie von ihm hielt, und beendete die Beziehung. Später wurde bekannt, dass Paul versucht hatte, sich zu versöhnen und sich wiederholt entschuldigte, doch Lilie blieb unnachgiebig. Ihr einziger Trost war, dass ihre Beziehung nur von kurzer Dauer gewesen war und sie in dieser Zeit seinen wahren Charakter erkannt hatte. Paul wurde im Jahr 1999 in den Niederlanden geboren. Die Familie Tissé zog im Jahr 2015 nach Australien, als der Vater der Familie eine neue Stelle antrat. Es sei darauf hingewiesen, dass seine Eltern wohlhabend und in bestimmten Kreisen bekannt waren. Als Einzelkind erhielt Paul viel Aufmerksamkeit und Fürsorge von seiner Familie, was zweifellos seinen Charakter prägte. Er wuchs verwöhnt und egozentrisch auf, war von sich selbst überzeugt, erzielte gute schulische Leistungen und war sportlich sehr aktiv. Seine beeindruckende körperliche Verfassung fiel sofort ins Auge. Nach dem Umzug besuchte Paul die St. Andrews Cathedral School, wo er dem Cricket-Team beitrat. Er war sehr erfolgreich und verdiente sich die Anerkennung und den Respekt seiner Altersgenossen. Mit der Zeit wurde er zum Mannschaftskapitän ernannt. Außerdem beteiligte er sich aktiv an außerschulischen Veranstaltungen und Festivals und half bei deren Organisation. Genau zu dieser Zeit begannen die Meinungen über ihn auseinanderzugehen. Einige Jungen mochten ihren übermäßig selbstbewussten Mitschüler nicht, der behauptete, er könne das Herz jedes Mädchens erobern. Die jungen Frauen hingegen empfanden ihn als charmant und kontaktfreudig. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 2017 bot ihm die Schulleitung an, als Assistenztrainer für Cricket und Hockey zu bleiben. Er nahm dieses Angebot gern an. Anfang 2018 leitete er bereits beide Abteilungen. Es muss gesagt werden, dass er sich an seinem Arbeitsplatz sicher fühlte und seine Führungsposition selbstbewusst ausübte. Schließlich kündigte Paul und kehrte zu seiner Familie zurück. Der Grund für sein plötzliches Ausscheiden blieb unbekannt. Nach seiner Rückkehr beschloss er, seine Ausbildung fortzusetzen und erwarb einen Masterabschluss in Sportmanagement. Im Gespräch mit alten Freunden erwähnte er, dass er seine Trainerfähigkeiten weiterentwickelt habe, was bald zu einem lukrativen Angebot seines ehemaligen Arbeitgebers führte. Anfang 2020 öffneten sich die Türen der bekannten Schule erneut für ihn. Nach seiner Rückkehr nach Australien traf Paul einen alten Freund, der ihm vorschlug, sich die Wohnkosten zu teilen. Der junge Mann willigte ein, da er das Zusammenleben als angenehmer empfand, obwohl er es sich leisten konnte, allein zu wohnen. Die günstige Mietwohnung befand sich in Kensington, einem östlichen Vorort von Sydney. Zunächst verstanden sich die Freunde gut und verbrachten ihre Freizeit nach der Arbeit gemeinsam in Bars. Nach einigen Monaten kam es jedoch zu Konflikten und der aufbrausende Paul beschloss, allein zu leben. Pauls Eltern gaben später zu, dass ihr Sohn sich trotz seiner beruflichen Tätigkeit und der ständigen Umgebung von Menschen einsam gefühlt habe. Sie wussten nichts über seine romantischen Beziehungen, vermuteten jedoch, dass er kein ernsthaftes Interesse an einer festen Partnerschaft hatte. Im März 2020 ereignete sich sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene etwas Unerwartetes. Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus rief Australien den Notstand aus und führte strenge Quarantänemaßnahmen für 18 Monate ein. Paul war auf sich allein gestellt und konnte das Land aufgrund des Infektionsrisikos nicht verlassen, um seine Familie zu sehen. Die massiven Einschränkungen wirkten sich auf alle Lebensbereiche aus und Paul musste die Schwierigkeiten allein bewältigen.
Im Sommer 2021 kehrte das Leben wieder zur Normalität zurück. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Isolation die zwischenmenschlichen Beziehungen stark beeinträchtigt hatte. Als Paul seine früheren Aufgaben wieder aufnahm, bemerkten einige Veränderungen in seinem Charakter und Verhalten. Er kehrte schnell in die Welt des Sports zurück und wurde zu einem wichtigen Spieler in der Eishockeymannschaft, führte weiterhin einen aktiven Lebensstil und trat sogar in Werbespots für Spiele auf. Gleichzeitig bemerkten Bekannte Eigenschaften an ihm, die zuvor nicht aufgefallen waren, wie beispielsweise unkontrollierte Wutausbrüche. Außerdem verbreiteten sich in der Schule Gerüchte über sein besonderes Interesse an Schülerinnen. Der junge Trainer flirtete wiederholt mit den Mädchen, beobachtete sie oft über längere Zeit und brachte sie damit zum Erröten und in Verlegenheit. Dennoch galt er weiterhin als wichtige Persönlichkeit. Seine Leistungen hatten maßgeblichen Einfluss auf den Aufstieg der Mannschaft ins Finale der australischen Hockeyliga. Als Lilie ihre Beziehung beendete, war das ein schwerer Schlag für sein Selbstbewusstsein. Als die Ermittler begannen, den Fall zu untersuchen, gab es keinen Zweifel mehr an Pauls Beteiligung. Sie kamen dem Schuldigen schnell auf die Spur. Überwachungskameras sowohl im Innen- als auch im Außenbereich spielten in diesem Fall eine entscheidende Rolle. Der junge Mann war mehrmals unachtsam in ihr Blickfeld geraten. Außerdem wurden Anfragen an das Unternehmen gestellt, das Lilis und Pauls Mobilfunkdienste bereitstellte. Die Polizei musste seinen letzten bekannten Aufenthaltsort ermitteln und beschloss daher, den Verdächtigen per GPS zu verfolgen. Zusätzlich wollten die Ermittler das Telefon des Opfers finden, in der Hoffnung, dass die darin enthaltenen Nachrichten Aufschluss über den Vorfall geben könnten. Nach einiger Zeit konnten die Standorte der Geräte rekonstruiert werden. Darüber hinaus wurde durch die Rekonstruktion des Tathergangs festgestellt, dass Paul einige Tage vor dem Angriff einen Hammer in einem Baumarkt gekauft hatte. Anscheinend war er sehr wütend auf die junge Frau und beschloss, sich auf diese Weise mit ihr auseinanderzusetzen, obwohl ihre Unschuld in dieser Situation offensichtlich war. Die Abfolge der Ereignisse stellte sich wie folgt dar. Am Morgen des 25. Oktober 2023 ging Lilie zur Universität und anschließend zur Arbeit. Zur gleichen Zeit mietete ihr Ex-Freund einen silbernen Lexus und fuhr zur Schule. Da er keinen Unterricht hatte, betrat er das Gebäude nicht, sondern wartete im Auto. Nachdem alle Schüler das Gebäude verlassen hatten, begab sich der Täter in die Turnhalle. Um zu vermeiden, den Hammer offen mit sich zu führen, versteckte er ihn unter seiner Jacke. Als er am Tatort ankam, beobachtete Paul Leilys Bewegungen. Nach dem Training beschloss sie, sich zu erfrischen und ging unter die Dusche. Der Täter nutzte den Moment, in dem sie am verwundbarsten war, und folgte ihr. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf Paul sie angriff und ihr auf den Kopf schlug. Die Pathologen bestätigten, dass sie sofort tot war. Sie hatte nicht gelitten. Nach etwa einer Stunde packte der junge Mann die persönlichen Sachen der Frau in einen Rucksack und verließ das Gebäude. Auf der Straße stieg er in sein Auto und fuhr nach Diamond Bay, wo er die Tatwaffe in einem Müllcontainer entsorgte. Er wurde von Überwachungskameras auf dem Gelände um 20:47 Uhr aufgezeichnet. Der letzte bekannte Aufenthaltsort von Paul, der von den Ermittlern festgestellt wurde, war Cape Gap, ein Felsen an der Südküste in einem Vorort von Sydney, der vielen als Touristenattraktion und als Ort bekannt ist, an dem Menschen häufig aus dem Leben scheiden. Gegen 22 Uhr schickte Paul eine Nachricht an Mark James von Lillys Handy aus, wahrscheinlich um ihre Leiche finden zu lassen. Möglicherweise bereute er die Tat und hoffte auf Hilfe oder informierte die Eltern über den Aufenthaltsort ihrer Tochter. Offensichtlich waren sie in großer Sorge, was durch die zahlreichen Anrufe auf dem Mobiltelefon deutlich wurde. Etwa eine Stunde später tätigte der junge Mann einen kurzen Notruf, überlegte es sich jedoch anders und legte auf. Danach traf er eine Entscheidung, über die er lange nachgedacht hatte. Er sprang in die Tiefe und nahm sich das Leben. Als die Polizei am Kap eintraf, fand sie den jungen Mann nicht, jedoch persönliche Gegenstände der ehemaligen Liebenden. In der Nähe wurde ein Mietwagen entdeckt. Alles deutete darauf hin, dass der junge Mann tot war. Möglicherweise konnte er mit seinen Schuldgefühlen nicht umgehen oder wollte sich nicht mit den Folgen seiner Handlungen auseinandersetzen. In jedem Fall hatte nun die Suche nach seinem Leichnam höchste Priorität. Am 26. Oktober gegen 9 Uhr morgens trafen Polizeihubschrauber und Boote am Unfallort ein. Die gesamte Küste wurde bewacht und das Gebiet um Diamond Bay abgesperrt.
Der erste Tag der Suche blieb jedoch ergebnislos. Zufällig wurde die Leiche des jungen Mannes am folgenden Tag auf die Felsen im Naturschutzgebiet gespült. Nach der Obduktion und Untersuchung wurde Paul offiziell für den Tod von Lily James verantwortlich gemacht. Es war jedoch unmöglich, ihn zur Verantwortung zu ziehen, und das Strafverfahren wurde eingestellt. Seine Leiche wurde später seinen Eltern übergeben, die beschlossen, ihn nicht in die Niederlande zurückzuschicken, sondern ihn einzuäschern und seine Asche in Sydney zu verstreuen. Die Trauerfeier für Lilie fand am 17. November 2023 in ihrer ehemaligen Schule in Hurstville statt. Etwa 500 Menschen kamen, um sich von ihrer geliebten Verwandten, Freundin und Trainerin zu verabschieden. In diesem Moment verband die Trauer alle miteinander. Die Schulleitung organisierte eine Live-Übertragung der Zeremonie. Besonders erwähnenswert ist, dass ihre Familie die Gäste bat, keine dunklen Kleider zu tragen, sondern sich in leuchtenden Farben zu kleiden, da sie glaubten, dass Lilie dies gewünscht hätte. Sie war lebhaft, energisch, kreativ und einzigartig, daher hätte ihr düstere Kleidung nicht gefallen. Es wurden viele warme und aufrichtige Worte über sie gesprochen. Im Gegenzug bedankte sich die Familie James bei allen, die ihnen in diesen schweren Tagen zur Seite standen, für ihre Unterstützung und Hilfe. Am Eingang des Gebäudes errichteten Studenten und Kollegen ein provisorisches Denkmal zu Ehren ihrer geliebten Lilie. In der Nähe wurden ihre Lieblingsblumen und Abschiedsbriefe als Zeichen der Ehrerbietung und des Respekts niedergelegt. Auf der Website der Schule wurde ein Video veröffentlicht, in dem Lilie einen Monolog aus William Shakespeares Macbeth vorträgt. Nachdem alle Umstände des Todes der unschuldigen jungen Frau geklärt waren, schickte die Schulleitung einen weiteren Brief an die Eltern der Schüler. Darin entschuldigte sie sich bei allen, die von der Tragödie betroffen waren. Der Direktor versicherte, dass das Verbrechen unerwartet gekommen sei und sich nicht wiederholen werde. Es ist verständlich, dass viele besorgt waren, dass der Ort, an dem sich Kinder sicher fühlen sollten, zum Schauplatz eines brutalen Verbrechens geworden war. Die Schulleitung forderte alle auf, diesen Vorfall als Ausnahmefall zu betrachten und ihre Ausbildung mit neuer Kraft fortzusetzen. Später wurde ein Treffen mit dem bekannten Gerichtspsychologen Tim Watson Monro organisiert, der über langjährige Erfahrung in der Analyse des Bewusstseins sowohl von Tätern als auch von Opfern verfügt. Er wurde gebeten, eine Rede zu halten und das Verhalten von Paul zu analysieren. Der Experte versicherte, dass Pauls Handlungen typisch für Menschen mit überhöhtem Selbstwertgefühl seien, die nicht in der Lage seien, eine Ablehnung zu akzeptieren. Er war der Meinung, dass Paul seine Tat nicht unter dem Einfluss von Emotionen begangen habe, sondern vorsätzlich und kaltblütig. Er tat, was er wollte und zeigte kein Bedauern. Auf die Frage, warum der junge Mann sich das Leben genommen habe, erklärte Watson Monro, dass der Täter Verantwortung und Schande vermeiden wollte. Insgesamt beschrieb er Paul als narzisstische Persönlichkeit mit psychopathischen Neigungen. Er merkte auch an, dass manche das Geschehene mit dem Ende von Shakespeares berühmter Tragödie Romeo und Julia vergleichen. Die Geschichte von Lilie und Paul unterscheidet sich jedoch von der Geschichte der Hauptfiguren des Stücks und schafft eine ganz andere Erzählung. In der Liebe ist kein Platz für Stolz und Lügen, ganz zu schweigen von Betrug und Verrat. Leider konnte Paul dies nicht verstehen und den Menschen, der ihm nahe stand, nicht wertschätzen. Indem er sein verletztes Ego über alles stellte, zerstörte er für immer das Leben der jungen Frau, die Licht in sein Leben brachte. Gleichzeitig hat er nicht nur Lilies Eltern, sondern auch seinen eigenen Angehörigen unerträgliches Leid zugefügt. Leider hat er ihnen für all die Fürsorge und Aufmerksamkeit, die er erhalten hatte, mit bitterer Kälte gedankt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.